Hallo AFOPs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin die Tamara. Und ich bin der Niklas. Niklas, heute geht's mal wieder um Star Trek. Ja, und vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum zur Hölle stellen die jetzt einfach die Mid-Size-Modelle und das Shuttle der ersten Welle hier hin? Und ja, aber es gibt einen Grund dafür. Es gibt einen guten Grund. Die Sachen waren ja ausverkauft. Ja. Jetzt kommen sie wieder. Sie kommen aber ein bisschen anders wieder. Vor allem in anderer Verpackung. Und überarbeitet. Genau, zumindest 3 davon. Seine Schuld. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. War ja klar, ich bin wieder schuld. Nein, wir lesen natürlich eure Kommentare und gehen auf euer Feedback ein. Und die erste Welle hatte ja noch hier und da Verbesserungsmöglichkeiten. Genau, ihr habt uns eine ganze Menge gesagt, was euch gestört hat, wo ihr gesagt habt, das kann man besser machen. Und das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen und haben das jetzt für die Nachproduktion quasi der ersten Welle in Angriff genommen. Genau. Und deswegen wollten wir euch mal jetzt die alten Sachen im So Vergleich. waren sie bisher. Und wir gucken uns jetzt mal an, was sich so geändert hat. Im Vergleich zu den neuen. Ja. Und deswegen schieben wir jetzt mal den ganzen alten Kram weg. Ja, tschüssi. Und so, genau, und fangen wir mit dem Shuttle an. Genau. Beim Shuttle hat sich gar nicht so viel verändert. Nee. Das ist jetzt noch das alte oder das Das neue? ist noch das alte. So war das Shuttle, wie man es bisher kaufen konnte. Es hat sich tatsächlich nicht viel geändert, außer es gibt ein neues Schild. Genau. Und zwar steht jetzt hier auf dem Schild nämlich das Logo von der Serie, wo es herkommt, The Next Generation. In der ersten Welle hatten wir das noch, dass überall einfach nur Star Trek stand. Und ab der zweiten Welle haben wir angefangen, auf diese Schilder überall noch die Logos der Serie oder des Films mit drauf zu packen. Und Das war haben vom wir jetzt. Lizenzgeber so gewünscht, oder? Das war vom Lizenzgeber so gewünscht und dementsprechend haben wir natürlich jetzt in der Nachproduktion gesagt, ja gut, dann müssen wir zumindest bei dem das Schild ändern. Aber an sich das Shuttle, wie ihr es kennt, Genau. hat sich nicht viel verändert. Aber wir zeigen euch mal. Der Karton hat sich verändert. Ihr kennt ihn, das ist der alte Karton. Ups. Lass ihn ruhig stehen. Alles gut. Ja, der alte Karton, ne? Ihr kennt ihn noch. Und das hier ist jetzt der neue Karton mit dem neuen Design. Hier oben natürlich wieder die Serie drauf, beziehungsweise die Ära. Gut, in dem Fall natürlich Next Gen. Und hinten, glaube ich, hat sich auch nicht so viel verändert vom Bildschirm her. Nee, ja, gut, nicht so wirklich. ein bisschen halt quasi das Aber Design. die Kartons, kennt ihr ja, sind vom Lizenzgeber vorgegeben, wie sie auszusehen haben. Genau. Deswegen natürlich für die Nachproduktion neuer Karton. So, Anleitung hat sich auch nicht viel getan. Nur eben auch wieder mit dem neuen Design. Ja. Und ich hole mir gerade mal die Setcard. So, wir haben hier das Star Trek Shuttle Typ 6, bekannt aus Next Gen. Wir sind bei der Marke Bluebricks Pro. Die Setnummer ist die 104182. Teilezahl ist weiterhin 548. Wir sind preislich bei 39,95. Die Abmessungen sind in der Länge 20,5 cm, in der Breite 12 cm und in der Höhe 9,6 cm. Komplexität ist entspanntes Bauen. Ja, das ist eigentlich ein ganz angenehmes Set, sag ich jetzt mal. Genau. Bauanleitung haben wir auch noch da, oder hast du sie schon gezeigt? Die habe ich Die gerade hast du gezeigt. gerade gezeigt. Ja, ich sollte aufpassen. Dann darf ich dir das mal wieder rübergeben. Ja. Und ich gehe mal weiter und komme mal Genau, bleiben wir bei der Next Gen. zum Borg-Kubus. Das ist der neue. Das ist der neue, Im Vergleich kurz nochmal zum alten. das ist der alte. Ihr kennt ihn. Ihr habt Der uns wackelt ein unter anderem bisschen. gesagt, dass der Standfuß nicht so toll ist. Ihr fandt ihn nicht so gut, also wir haben einen neuen gemacht. Und wir wissen auch, einige von euch haben sich ein bisschen über die Innenkonstruktion beschwert. Ja, dass ich sie habe nicht das auch funktionieren. aufgebaut. Es war mühselig. Am Dements- Ende, wenn der steht, ist er geil, aber Ja. es war mühselig. Dementsprechend haben wir sie einmal mehr oder weniger komplett geändert. Ich gucke mal eben, ob ich hier was finde zur Innenkonstruktion. Das ist der neue. Ich zeig das mal in der Anleitung. Da wird jetzt so ein Kreuz reingebaut, so eine Okay. Innenkonstruktion, damit ihr quasi, wenn ihr die Seiten anbaut, halt in der Mitte auch drücken könnt und Aus das nicht Technikachse? irgendwie reingeht aus normalen Stein. Ah, okay. Ja, cool. Also von daher, die komplette Innenkonstruktion hat sich geändert, von äußerlichen her, sonst eigentlich bis unten eben, dass es jetzt auf 3 Säulen sitzt, hat sich jetzt nicht viel geändert. Ja, man merkt es auch, der ist wesentlich stabiler. Von der Plakette her, ja, steht auch Ja. wieder Next Gen drauf.
Gut, die Maße sind natürlich gleich geblieben. Ja, Mit 3 Kilometern. es ist halt ein Bohrkubus, immer noch. Da haben wir einmal die Verpackung und da wird der eine oder andere auch schon sehen, er hat jetzt 975 Teile, der andere hatte irgendwas mit 800, glaube ich, irgendwas. Also die Innenkonstruktion hat halt noch mal ein paar Teile gefressen, sage ich jetzt mal. Dementsprechend ist es auch das einzige Set, wo sich der Preis geändert hat. Und deswegen komme ich jetzt mal zur Überleitung zur Setcard. Setcard, genau. Also, das ist der Star Trek Borg-Kubus, ein Bluebricks Pro. Hat die Setnummer 104179, hat jetzt 975 Teile, kostet 49,95, ist 14 cm lang, 14 cm breit und 19 cm hoch. Und es ist, also ich würde mal sagen, guter Durchschnitt. Okay. Immer noch. Also es ist immer noch so ein bisschen so, es ist halt schwierig, so einen Kubus zu konstruieren, dass er auch wirklich am Ende ein Kubus ist. Dementsprechend ist es halt so, wenn ihr so die ersten 2 Seiten oder so anbringt, ist er halt natürlich noch nicht wirklich stabil. Ja. Wenn ihr dann die letzte Seite angebracht habt, könnt ihr das Ding, gut, ich würde jetzt nicht damit würfeln, aber es könnte was von der Verzierung abgehen. Aber, ja, von diesen geilen Neon-Trends-Clearstein, ich mag sie total. Aber deswegen würde ich mal sagen, es ist guter Durchschnitt zu bauen. Okay, also man muss quasi wieder drücken, weil ich hatte bei dem ersten das Problem, dass man halt so gedrückt hat. Dann hatte man, jetzt muss ich gerade überlegen, 5 Seiten aufgebaut und bei der 6. ist er dann wieder auseinandergefallen. Das ist jetzt nicht mehr das kann eigentlich bei dem nicht mehr passieren. Okay, dann assimilieren. Gut. Sehr cool. Dann bleiben wir immer noch bei Next Gen. Wir bei Next Gen. Du hast da nämlich noch was. Ja. Die Enterprise D. Hier nochmal die alte. Ja. Ihr kennt sie. Hier haben wir einiges verändert. Vielleicht fangen wir bei den Warp-Gondeln an oder beim Standfuß? Genau. I don't know. Wir können mal bei den Warp-Gondeln anfangen, weil ist auch eine Sache, wir haben Feedback von euch bekommen, dass unter anderem die Mid-Size-Modelle und die Mini-Modelle, gerade bei den Farben der Warp-Gondeln, unterschiedliche Farben haben. Stimmt. Also das ist beim einen war es Trans Blue und bei dem anderen, bei dem Mid-Size-Modell war es halt dieses Asyl. Genau. Ja. Haben wir jetzt hier auch geändert, dass es jetzt bei den Schiffen quasi einheitlich ist. Also egal in welcher Größe. Wesentlich realistischer in Anführungsstrichen. Aber kommt dem Original, ich zerlege hier mal wieder das halbe Set, kommt dem Originalschiff deutlich näher. Ja. Jetzt habe ich es falsch angesetzt. Aber egal. Ist ja eh alt. Einfach weg damit. So. Genauso haben wir, um den Standfuß zu verbessern, also erstmal sowieso die Standfüße jetzt von diesen Sets sind jetzt quasi so, wie ihr sie aus der 2. oder 3. Welle kennt. Eben auch mit diesem Cone, damit das ganze Schiff stabiler steht. Dieses Schiff hat jetzt noch eine Besonderheit, hier ist eine Carbonachse drin. Ich glaube, das hat es auch nötig, weil die Gewichtsverteilung bei dem Schiff ist nicht gerade dankbar, sagen wir es mal so. Und was auch einige von euch bemängelt haben, was wir auch noch gesagt haben, ist, wir haben den Impulsantrieb nach unten gesetzt. So wie er eigentlich auch gehört. Ja, das stimmt. Wir haben es gemacht. Sehr gut. Und auch wie hier, Schild ist wieder mit Next Generation Symbol. Ja, sehr gelungen. Finde ich auch. Verpackung ist auch wieder im neuen Design. Hinten nochmal das Bild. Jetzt war es nochmal Dark Blau. Transclear. Transblue. Transblue, dankeschön. Ja. Genau. Oben natürlich wieder hier die nächste Generation. Gut, dann hat die Anleitung sich natürlich auch verändert. Du weißt bestimmt, an welchem Punkt das jetzt hier mit den Carbonachsen ist. Weißt du das? Ich müsste jetzt suchen. Aus dem Kopf weiß ich es jetzt gerade nicht, aber es müsste sein, wenn man den Rumpf baut. Rumpf. Hier ist zumindest eine Achse schon mal, aber das ist der falsche. Ja, da sieht man schon, dass die Halskonstruktion sich auch noch mal geändert hat, um das Ganze noch mal stabiler zu machen. Ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle. Hätte man mal im Vorfeld reingucken können. Hm? Hätte man. Unvorbereitet, na gut. Auf jeden Fall, die Anleitung hat sich geändert. Das Design genauso. Genau. Gut. Nein. Setcard. Wir haben hier natürlich die Enterprise NCC 1701D. Das ist ein Bluebricks Pro Set mit der Setnummer 104178. Teileanzahl sind 573 Teile.
Preislich liegen wir hier bei 35,95 nach wie vor. Entschuldigung, 34,95. Die Abmessungen sind 26,4 cm in der Länge, 19,2 cm in der Breite und 12,5 cm in der Höhe. Und auch wieder ein guter Durchschnitt. Ja, würde ich sagen. Gut. Last but not least, Genau. wenn wir schon Kommen bei wir der Enterprise sind. Zum letzten, die Enterprise A. Wir haben hier einmal das ursprüngliche Modell und das neue. Auch wieder mit neuen Farben. Also Genau, das ist auch natürlich da die haben alte. wir es Genau. wieder geändert. Und ihr seht auch schon, wir haben den Standfuß auch hier angepasst und den Hauptdeflektor. Oh ja, Nochmal, der Hauptdeflektor ist echt hübsch geworden. Also angepasst. hier nochmal der alte. Das ist einfach nur mit so einer Dish gelöst. Und hier habt ihr Der noch neue. Clips rum. Sehr hübsch geworden. Ja, das hat sogar, glaube ich, so auch innenkonstruktionsmäßig mit die größten Umbauten hinter sich gezogen, weil um hier um am Standfuß eine Verbindung reinzukriegen, damit das Schiff auch absolut stabil steht und nicht mehr nur auf den zwei Noppen, was viele von euch halt bemängelt haben, ist jetzt hier so eine Innenkonstruktion drin mit einer Technikachse, die da reinkommt. Genau, bisher hat man es ja einfach nur draufgesetzt auf diese zwei Jumper quasi. Ne? Genauso sind der Hals umgebaut worden Okay. und ja. die Pylone, die die Gondeln halten, damit das alles wesentlich stabiler ist und man halt, wie ihr jetzt seht, auch problemlos das Schiff mal in die Hand nehmen kann. Ja, das funktioniert hier auch, nur mit ein bisschen Vorsicht. Genau. Sehr hübsch ist sie geworden. Also ich finde, sie ist tatsächlich von den Veränderungen am schönsten. Man sieht da, glaube ich, auch am meisten. Ja, ich zerlege hier das halbe Studio. Auch wieder hier vorne natürlich, genau, aus dem Film Star Trek 4, ne? 5? 5. Sie taucht in Star Trek 4 eigentlich am Ende schon einmal Genau, auf. deswegen aber habe ich gerade 4 gesagt. ja, aber in Star Trek 5. 5 hat sie einen, sag ich jetzt mal, richtigen ersten Auftritt. Da wird sie ja das erste. Also da ist sie eigentlich noch überhaupt nicht betriebsbereit, aber Ja, ja. ich sag mal, die Hälfte der Türen geht nicht auf. Aber auch hier haben wir eine neue Verpackung, wie ihr sie kennt. Dieses Mal natürlich mit TOS-Logo, weil es aus der Ära halt kommt. Und eine neue Anleitung haben wir auch. Da hat sich natürlich gerade in der Anleitung auch jetzt eine Menge noch geändert, aber rein äußerlich kennt ihr es, ist es dasselbe Design. Also sonst im Innern wie gewohnt. Gut, dann lese ich doch mal die Setcard vor. Das ist die Star Trek USS Enterprise NCC 1701, ist ein Lubrix Pro, hat die Setnummer 104180, hat 536 Teile, kostet 27,95, ist 34 cm lang, 15 cm breit und 16,5 cm hoch. Und hier würde ich aber sagen, ist entspanntes Bauen. Ja, holt sie euch, weil die war lange Das, nicht ich glaube verfügbar, ne? ich glaub Die auch, ging das war super das, schnell weg. ich glaub, das war das erste, was tatsächlich komplett Ja, ausverkauft war's war. auch. Ja, das ist ja auch toll, also muss man ja mal sagen. Ja, Der es Film ist ist ein genial, also. ziemlich cooles Set. Ja. Ja, gut, dann haben wir euch alle gezeigt, aber wollen wir so noch mal kurz Die neuen. die neuen noch mal kurz ins Bild schieben? So haben wir die eigentlich alle so dir rüber geschoben. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich hier alles assimilieren will. Das kann natürlich sein. Gut. Tada. Also, die 4 waren jetzt lange ausverkauft, sind wieder da, 3 davon überarbeitet, 1 davon hat eigentlich zumindest keine konstruktiven Umbauten gehabt. Alles wegen eurem Feedback. Wenn ihr weiteres Feedback zu irgendwelchen unserer Sets habt, wo ihr sagt, wenn ihr das mal nachproduziert, ändert das doch, schreibt es uns gerne. Oh ja. Ihr seht, wir machen auch was. Genau, wir nehmen es uns zu Herzen. Ja. In dem Sinne, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Star Trek. Ja, wunderbar. Okay, nimm den Borg-Kubus, ich nehme die beiden. Nein. Weil der Borg-Kubus, ich hatte echt viele Probleme damit beim Aufbauen. Jetzt ist der wirklich, du kannst ihn ja an die Wand schmeißen. Ich würde es nicht ausprobieren. Wir haben es nicht ausprobiert. Sehr cool.